Ja, mein Name ist Michael Mohren, nunmehr 4 Jahre bei DNSE. Wir machen Überspannungs- und Blitzschutz. Bevor ich jetzt die Leitung der Prozessplanung übernommen habe, war ich als Referent für Arbeitssystemgestaltung und Ergonomie tätig. In der Fabrikplanung gestalten wir unser Layout, ziehen es dann in VR und gehen dann mit unseren Mitarbeitern gemeinsam das Layout durch, besprechen Änderungswünsche. Die Mitarbeiter können dann die Behälter neu ordnen, wo steht die Palette, wo das Verpackungsmaterial. All diese Dinge kann man eben in VR reeller erleben als eben in 2D, ist klar. Der wichtigste Part jetzt aus meiner Sicht der Einsatz von VR in der Montageprozessplanung, weil die Montageprozesse tatsächlich mit den Händen durchgeführt werden. Über den Weg haben wir es dann auch geschafft, die Mitarbeiter mehr in den Planungsprozess mit einzubinden, was mir persönlich sehr wichtig ist. Einfach weil die Akzeptanz hinterher viel größer ist, die Änderungen, die vielleicht auch entstehen, mitzutragen. Gerade wenn jetzt immer mehr Bildschirme an den Arbeitsplatz kommen, eignet sich Ergonomie-Check halt hervorragend, um die Anordnung der Bildschirme neu zu gestalten. Anderer Aspekt, dass man sich jetzt in die verschiedenen Perzentile hineinversetzen kann. Das hat auch den Zweck, dass ein großer Mann, der überhaupt nicht versteht, warum jetzt diese Greifhöhe, warum ist es jetzt nicht gut, der kann sich auch mal in die kleine Frau versetzen und auch mal aus Sicht der kleinen Frau montieren. Ja, vorher haben wir versucht, in PowerPoint dem Konstrukteur eben unsere Ideen zu vermitteln. Und der Konstrukteur hat sie ins CAD übersetzt. Heute treffen wir uns bei uns im IE-Lab. Wir ziehen die CAD-Datei auf die VR-Brille. Jeder kann mal ins Layout oder das Objekt berühren und daran arbeiten und sein Feedback geben. Das Feedback fließt dann in die Weiterentwicklung des Konstrukteurs, der dann konkret Feedback bekommt, wie die weiteren Änderungsschritte ausschauen. Auf jeden Fall mal schneller Markt, Time to Market als Stichwort, mehr Effizienz. Also Planungsprozess ist viel effizienter geworden. Änderungen, die wir machen, sind im Team abgestimmt. Alle Betroffenen sind beteiligt. Und was ganz wichtig ist, Besprechungszeiten konnten wir reduzieren. Das hat uns Prozess um einiges beschleunigt, muss man sagen. Ja.